Sie. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, ich spiele immer die Tutorials aller Spiele, die ich noch nicht kenne oder die schon inzwischen so lange nicht mehr gespielt habe, dass ich immer wieder reingucken muss. Das sind mehrere hundert. Heute habe ich rausgesucht Empire Earth 3. Das dritte in der Reihe. Das haben wir vor, ich glaube 15 oder 20 Jahren haben wir das ohne Ende gespielt, die ganze Nacht durch. Das war richtig, richtig gut. So im Netzwerk. Ja, heute wollen wir uns das Tutorial angucken. Ich habe schon die Musik ein bisschen leiser gemacht. Das hier ist der normale Begrüßungsbildschirm. Ich will mal gucken. Tutorial. Da steht es auch. Jawohl. Fangen wir mit dem Tutorial an. Ich denke mal, wer es noch nicht gespielt hat, wird es sicher interessant finden, wenn er auf solche Spiele steht. Das ist so ein Aufbauspiel und auch Echtzeitstrategiespiel. So kann man das eigentlich ausdrücken. Ich bin selbst gespannt. Ich habe es nicht mehr alles im Kopf, weil ich schon so Spiele jetzt angespielt habe. Also schauen wir mal rein. Skirmish Tutorial 1. The Basic. Das ist leider auf Englisch. Ich gehe nochmal zurück. Bug. Haben wir hier nicht irgendwo, was wir auf Deutsch einstellen können? Video, Game. Ich dachte, das gäbe es auf Deutsch. Tooltips, both. Ja. Hotkeys. Da steht auch nichts von Language. Da gibt es einen Map-Editor. Game Keys. Cycle Selection und so weiter. Das ist auch nicht das, was ich suche. Ja, das ist ja schade, dass das nicht auf Deutsch ist. Also ich weiß genau, dass es das auf Deutsch gab. Display Settings, Gott sei Dank jetzt auch in dieser Auflösung. Das Age of Empires, Empire Earth 1, das konnte ich leider nicht in dieser Auflösung spielen. Hat mir meine beiden Bildschirme zerschossen. Ja, Audio. Ja. Können wir erstmal nichts machen. Vielleicht findet sich ja irgendwas im Internet, dass man das auf Deutsch umstellen kann. Also müssen wir jetzt damit leben. Tutorial, Skirmish Tutorial 1, Basic Camera Control, Unit Selection Movement und Basic Combat. Na, da müssen wir mal gucken. Das ist ja auch interessant, mal hier den Ladebildschirm. Mal eine Idee. Start Game. Welcome to Empire Earth 3. Ja, schön, continue. This tutorial will teach you the basics. Camera control, unit selection, movement, and basic combat. Jo. To scroll the camera, move your mouse to the edge of the screen, and do this now. Excellent. This movement can also be accomplished by using the arrow keys on your keyboard. Also die Pfeiltasten machen es auch, jawohl. The camera can also be zoomed in and out using the mouse wheel. Do this now. Well done. To operate on any object in Empire Earth 3, you must first select it. To select an object, you must click it with the left mouse button. Select your javelin now. Javelin, was ist denn das nur wieder? Good. Once a unit is selected, the right mouse button is used to issue movement orders. With your javelin selected, right-click on the indicated area to move him there. Also, mit links markiert man die Einheit und mit rechts gibt man ihr das Ziel vor. Wie in anderen Spielen auch. Das kennen wir alle, denke ich mal, inzwischen. Allerdings habe ich auch schon Spiele gehabt, wo das mit links war. You now have many more soldiers under your command. Ja. Continue. To select many units at once, you must use drag selection. Let's select all of your javelins. Left click near your units and hold, dragging the mouse to form a box around them. Na, willst du wohl? So, also jetzt machen wir hier mal
Linke All right, we have Maustaste. our orders. Reports have come in of a disturbance further up the road, to the northwest. Move your javelins to the indicated location. Hier hin, ne? So, jetzt klicke ich mal hier unten links auf den. Oh, da gehen sie auch los. Das ist ja auch schön. Also kann man da auch draufklicken, wenn da mal ein Kampf oder sowas ist, dann braucht man nicht erst scrollen. You can see the blackness in front of you fades away. This is called the fog of war. Ja, der Units can Nebel only des interact with Krieges. objects that are within their line of sight. So, da sind That sie. village is under attack by a force of eastern swordsmen. Quickly, we must help them. With your group selected, right-click on the enemies to attack. So, und kommen sie nun? Always wanted to spearhead them. They'll feel the sharp end of my Muss ich erst mal wissen, welche das hier sind. Die Bösen. Oh, die werfen mit ihren Pfeilen. Oh, die hauen mich alle um. Bin ich zu spät gekommen. The militiamen are so grateful they've decided to join us. Ja, You doch now nicht. have more units. Drag select all of them at once, as you have already done. Wow. Notice in your UI how the different troops are displayed. The icon for your pikemen is now flashing. Hier Click unten. it. You can see that you now have your pikemen selected alone. If you ever wish to add to your current selection, you can use the Shift key to accomplish this. With your pikemen selected, hold Shift and drag a selection box around your javelins. Also mit der Shift-Taste und dann die hinzufügen. The Aha. militiamen have indicated that their town has come under several attacks such as this from a bandit camp up in the mountains. We should investigate. Move your troops to the indicated location. Jawohl. Da move ich die Trupps jetzt hin. Du-du-dum, du-dum, du-dum, du-dum. There's the camp. But we've been spotted, and the bandits are sending out the cavalry to attack us. Our javelins are vulnerable, but our pikemen are well suited to fighting heavy cavalry. Repel their attack with your pike. This is a bad omen. Ja, macht sie platt, Jungs. Oh, kann man auch sogar runterscrollen, das ist ja auch schön. Success! Their cavalry was no match for our heavily armored pikemen. Units in Empire 3 often have strengths against one type of unit, and weaknesses against another. Knowing and manipulating these is key to fighting effectively. Ah ja. Also, die Now, sind immer destroy the speziell camp and für its einen remaining besonderen defenders. Feind. The Camp und the Remaining Defenders. Ist das hier wohl das Camp, ne? Bandit Camp. Steht sogar für alle, die lesen können, drauf. Ja, schade, dass das nur auf Englisch ist. Also für Empire Earth 2 habe ich auch auf diesem Kanal habe ich ein inoffizielles Update gefunden. Und Can you feel nothing? Would you bleed somewhere else? oh, die sind noch platt hier alle, ne? Woke up grumpy. Jedenfalls das inoffizielle Update macht das Ganze auf Deutsch, den Text auf jeden Fall, was sehr hilfreich ist. Und das Tutorial alles auf Deutsch. Den Link erfahrt ihr in dem Video zu Empire Earth 2. Such a senseless waste of human life. Oh, ganz schön dezimiert, meine Jungs hier. Mein lieber Scholli. Böse Banditen. Ach, hier oben ist... gleich ist er fertig. Jawohl. Wow, weg ist er. You have won. Ok. Gut. Tutorial 2. Resources, Buildings, Population und Territories. Na, dann launchen wir das mal. Oh, Doom Tutorial. Oh, oh. Launch. Na, dann wollen wir mal gucken. Hier ist noch alles okay. Ich habe hier immer so einen Zweitmonitor mitlaufen, so einen alten Fernseher, der die Auflösung kann. Klappt hervorragend. To compete in Empire Earth 3, you will need to expand and evolve your civilization by gathering resources, expanding your territory, and fielding an army.
Aha, wir müssen also Ressourcen ernten, das Territorium vergrößern und die Armee erschaffen oder erzeugen, was auch immer. Continue. In this portion of the tutorial, you will learn about resources, buildings, population, and territories. Okay, continue. With this village secured, we now have a base of operation for further expansion. The core building of any civilization is the city center. This building is used to claim territory and provides a small amount of resource production. Click on your city center now. Good. To create additional buildings, you will need a builder. Click the flashing button in your UI now to produce a builder. UI ist User Interface. Ein Bilder. Aha, da sieht man gleich, wie er geschaffen wird hier. Das seht ihr jetzt leider nicht, weil ich Now da that you have a builder, vorhänge. select him and we can begin construction of other buildings. Wo will er jetzt hin? Ach so. Good. Now note at the bottom of the screen all of the different icons. These are the various buildings our builder can produce. We're going to want a steadier stream of raw materials to fund our expansion, so the first order of business is to build a warehouse. Click the flashing warehouse button now. Now you can see that you have a warehouse attached to your mouse cursor. The camera has scrolled to show you a resource pile. To place this building, move your cursor near this resource pile, and when the building is green, left-click to site the building. Left-click With the und... building sighted, the builder will now move there and begin constructing. Ui. Holy schmoly, das geht aber flott, die Lowski. Was ist das hier? Stein. Steinressource, das ist doch schon mal gut. The Oder können die... warehouse is now complete. Ja. You can see that workers are beginning to gather raw materials for you, increasing your stockpiles, which are highlighted above. However, you may wish to enlist more workers at a warehouse to increase its effectiveness. Click on the warehouse now. Click on the warehouse now. You can see that the warehouse can hold a total of 5 workers, and that only 3 of those slots are filled. To hire more workers, you must possess the required resources and click on an empty worker slot. Do this now. While that worker is being built, let's further our wealth production as well. Click on your builder and choose the market building. On your worker. Nee, worker. Click on your builder and choose the market building. Me builder. Me build. Builder und market. Unlike your warehouse, your market can be placed anywhere within territory you own. Here's a good spot. Site your market here. Me build good. Ich will gut, yes. Dann bauen wir da mal. Was ist hier los? Nix. Na ja, gut. Ist ja Tutorial, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Wow, das geht wenigstens flott, da braucht man nicht ewig warten. Das finde ich schon mal ganz gut. Good. Markets produce trade cards that travel between the market and your city center. Wealth will be generated when these cards yeah. reach their destination. Placement of your market is important because longer routes produce more wealth but are more vulnerable to attack. Continue, okay. Now that our economy is up and running, we can turn our attention to military expansion. Our army is now entering the field, and we want to augment it with a few more units. Unfortunately, we have reached our population capacity and will be unable to build more troops until we increase it. Hier, da, wir haben 27 von 20 möglichen, also 7 zu viel. Oh oh. Also müssen wir jetzt eine Hütte bauen oder irgendwas, ne? Population capacity can be increased by building houses. Let's do this now. Select your builder and instruct him to build a house at the indicated location. Mit Hausbau kommen wir... Wie viel macht das immer? 10 oder 5? Nur mal gucken hier, was wir hier oben da stehen haben. As you can see, we have 40. increased our population capacity, giving us some room to support more units. So now, select your builder and find the barracks building. Build a barracks at the indicated location. Das ist ja schön, dass er da schon hinläuft, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Build good.
Ja, ihr will gut. Die Sprüche auch immer. Das war bei den Siedlern auch immer schon so lustig. Aber und davor gab es dann noch irgendwelche Spiele, Now click on your wo die barracks. Orks so eine Geräusche machten. So, click on your barracks. Displayed at the bottom of the screen are the units this building is able to make. Short Let's bow. make a few short bows. Click on the short bow button 4 times. 1, 2, 3, 4. Excellent. You can see that the archers have all queued up and are now being produced, one after another. Aha, da ist der erste Bogenschütze. Und das ist immer der Standard, wo die sich dann sammeln. Ne? Man kann wahrscheinlich auch hier, wenn man das Gebäude anwählt, mit der rechten Maustaste den Sammelpunkt setzen. Schätze ich mal. Vielleicht kommen wir da noch hin. So. So, 2 haben wir noch nach. Jetzt haben wir gleich noch einen nach. Da kommt der nächste. Finger schön, Tür geht auf. Schön gemacht, ja. The strength of our army is increased and our economy is generating much needed resources. However, we are somewhat limited in what we can do, given the confines of a single territory. The only available territory is controlled by an enemy. If we wanted, we'd have to take it from them by force. Select your army and march to the specified location. Finally, what I'm here for. Rechte Maustaste. As smooth as single malt. Aha, hier, da sollen wir hin. Pipers, traveling music. There's the enemy base. Defeat their army and demolish their ministry, the eastern equivalent of your city center. The ministry is the eastern equivalent of your city center. Aha. Na, dann wollen wir die mal. Toss the caber. What else did I attack? Toss the whiskey. Toss the caber. Sign your wills. Oh. How's that for gambling the clan? To the victor, goes the whiskey. Die Sprüche. Nee, wir sollen das hier nehmen, ne? Toss the caber. Jawohl. Kommen die? Ach so, die schießen von da hinten. Oh ja, tatsächlich. Oh, sehr toll. Wow, das hat aber Mumm. Und das lohnt sich ja, die Dinger zu bauen, ne? Hier oben sehen wir, oh, gleich ist er platt. Zack. Now that their ministry is gone, your enemies have lost control of the territory. Your builder is on his way. When he arrives, use him to build a city center over the rubble of the ministry. Aha, der ist unterwegs, sagt er. Der Bilder. Bist du das hier? Ne, das ist Shortbow. Wo schießt du denn noch drauf? Auch auf die Sachen da. Da ist der Bilder. Das ist ja schön gemacht, das Territorium hier. Du. Rebuilder. Rebuild. Rebuild City Center. Das war wohl hier so, ne? Oh, oh boy, sagt er. Und denn? Gehört das andere The jetzt city center is now complete. The territory is now under your control, enabling you to gather resources and construct buildings there. In this way, your civilization expands and your influence grows. Aha, der Einfluss wächst. Gut, das war also das. Oh, die waren hier im Wasser, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ist ja auch schön. Whoop. So, dann machen wir 3. Diplomatik, Technologie, Stämme und Ereignisse. Ja, mal gucken, was das bringt. Native Tribes. Ureinwohner oder was? Mal gucken. Ja, das mit dem Englisch ist 50 Jahre her und sogar ein bisschen mehr noch. Also, ne? Man möge mir verzeihen, wenn ich gar nicht so Your sattelfest civilization bin. cannot exist in a vacuum. Key to success in Empire Earth 3 is learning how to manipulate your neighbors and world events to your benefit. Aha, die Nachbarn manipulieren und Weltereignisse zu unserem Nutzen. Na gut, continue. In this portion of the tutorial, you will learn about diplomacy, technologies, native tribes, and events. Events. Whoop.
Our civilization has gotten off to a good start, but to grow further, we'll need information on our surroundings. Select your horseman radar and use him to scout the indicated location. Horseman Raider. There's Aha. no need to yell. Muss ich mal gucken, wie der überhaupt aussieht. Aha. So sieht er aus. So, und was kann er jetzt? And use him to scout the indicated location. Ach so, da ist noch eine indicated location. Da gehen wir da mal hin. Da ist wohl das hier, ne? I'm behind you. Way behind Jo. you. I'm behind you. Ja, war richtig. Also hier auf der Karte kann man das auch sehen. Aha! We have neighbors, and look! The diplomacy button is flashing. This Oh. indicates that one of our tribes has a proposal for us. Open up the diplomacy menu by clicking on the button. Ja, da wollen wir Now mal you can gucken. see all of the races we've encountered. If you mouse over the different icons, you can see their region and their diplomatic stance toward you. Click the flashing button now. Das sind die Kambodschas. If you mouse over the different icons, you can see the region and their diplomacy. Aha. Ach, da steht da. Neutral, relation, indifferent. Aha. Now you can inspect and decide to accept or deny your current proposals. Go ahead and accept. Accept. Okay. We have our first ally. Now you'll notice that we have line of sight on all of our allies' buildings and units. And they have this for our units as well. Aha, die kann also jetzt alles sehen, was die gebaut haben und was wir gebaut haben. Gut. Mhm. Whoop. Urgent news. A peasant has arrived on the outskirts of our territory, asking for an audience. Let's hear what he has to say. Ach, da kommt einer. Whoa, it's me. My hunting shack has come under attack by barbarians from the mountains. My brothers have stayed behind to fight them, but they can't hold out for long. Won't you help us? Yes. Events like this will occur periodically in Empire 3, most being optional and all providing some sort of reward if completed successfully. Your army is once again entering the field. Use it to liberate the peasants. Aha, wir sollen die Armee da jetzt hinbringen, ne? The fire's in me. Kraken. Sein you will. Oh, wo sind sie denn? Warum gehst du denn nicht weiter hier? See my blade gleam. Under attack. The victor goes to whiskey. Ah, die werfen ihre Speere. Das ist ja auch ganz schön gemacht. Ne? Dass man das richtig sieht. Die sind gegen die Reiter gut. Die Schwertmänner nicht. Aha, die gehen auch alle anderen an, die noch nass sind. Muss man nicht extra draufklicken. Das ist auch in Ordnung. So, die Barbaren wurden zurückgeschlagen. They won't be back anytime soon. The grateful peasants have awarded you 2500 wealth. Wealth. Wo sind denn There are die many Welt? different kinds of events, with many different objectives. Which one you undertake is completely up to you. My word, we're under attack. My word, we are under attack. It seems we have found another tribe on the map, one much less friendly than the first. Jealous of our wealth and position, they have chosen to make war on us. Well, we will have the last laugh. Aha, wir werden zuletzt lachen. We were clearly outmatched, this new tribe able to destroy our army due to their advanced weaponry. To fight back effectively, we will have to research new technologies of our own. Aha, To do this, we will need to advance to the next era of our civilization. aha, Mouse wir over the müssen. flashing era button at the top of your screen to see the cost of doing this.
Wir müssen eine Stufe, eine Ära voranschreiten. Hier. Toggle Events Panel. Destroy or ally with all enemies in the province. Aha. Das war nicht der Flashing Button, oder? As you can see, advancing to the next era costs technology points, and we are a little short at the moment. Technology points are a resource gathered by adding workers to your city center. In the same way you add them to a warehouse or market. Click on your city center and click the flashing button to hire a worker. And click the flashing to hire a worker. Ah, here. Good. You can see that adding that worker has begun to accumulate tech points for you. When you have reached 100 tech points, hier. click the flashing error button. Ach, der arbeitet da drin. So, click the flashing error button. Mal gucken, wo die flashing error denn ist hier. Anziehen? Ja, hier. Your civilization is now upgrading. Aha, hier geht das When it hoch. is finished, new units and abilities will be available. Aha, dann sind neue Gebäude und Krieger, was weiß ich, alles zur Verfügung. Stone Quarry, Ressource, Warehouse. Ja, mal gucken. Oh, das dauert aber, ne? Ist das Grüne jetzt entscheidend oder das hier? Werden wir gleich sehen. Aha. You can see that your civilization is now more advanced. It is time to reform our army with more modern units to confront our aggressors. Produce 8 knights from your stables, 8 longbows from your barracks, and 3 trebuchets from your workshop. Stables, so, 8 knights from your stables. Knights. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 longbows von your barracks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 3 Trebuchets von your workshop. Im Workshop Trebuchets, hätte ich nicht gedacht. 1, 2, 3. Die Türen, die immer aufgehen, finde ich so süß. Das ist niedlich. Schön gemacht. So, haben wir alles gemacht. 8 Knights, 8 Longbows und 3 Trebuchets. From your workshop. Ihr könnt ja schon mal dahin gehen. Du auch. Time to turn heads. Geht doch mal dahin, ne? Dann habt ihr nämlich mehr Platz. I'd shake hands, but there's So, siehst du. Our new army is now ready for action. Select your units and advance on the enemy. Destroy their base and make them pay for their transgressions. So, dann machen wir erstmal die Jungs hier. Quick, you may learn something. my armor is heavy, but my heart soars, my liege. I prefer not to back up. So, dann kriegt ihr nämlich besser alle zusammen hier. Wupp. My arrows are sharp. So, 1, 2, 3 haben wir alle zusammen. Das sehen wir hier unten. Ne? So, und dann gehen wir... Wo sind die denn jetzt? Hunting Shack. Achso, die waren dahinter, ne? Da waren die, da oben. Okay. Dann latschen wir See erstmal if you dahin. can keep up. Dann mal gucken. Na, wir müssen ja gleich hier in unser Sichtfeld kommen. Trara. Ach nee, das war ja bei Empire Earth. Wenn Krieg ist. Trara. Kann man die auch noch formieren irgendwie? Aha, nothing. Hunting Shack. Oh, Sure, gehen wir I'm mal fine, weiter. But I'd go steady. Das waren jetzt unsere. Are you with me then? I think you'll like this shaft better. What? I like this shack better. Wer ist denn das? This technology mustn't fall into the wrong hands.
Oh, oh toll. Nicht schlecht, Herr Specht. Los, weiter. Just leave it to me. Erstmal die hier vorne alle, die Fernkämpfer. So, jawohl. So sieht's aus. Jetzt kommen die Pferde endlich mal. Haben die mir eine schon platt gemacht hier? So, hier hin. Me as Cupid, in a foul mood. May I call you Ministry weghauen. Pierce? So, und kommen die auch noch nach hier? Ach, die können von da hinten wieder schießen. Oh, die haben ja Wumms. In a foul mood. That's all. He's upon me. Was? Ja, also das ist jetzt noch einfach, ne? Wenn ihr mehr Spieler seid, dann wird das ein bisschen schwieriger. Da müsst ihr schon genug Vorräte an Kräften haben. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das großen Spaß macht. So, World Doom Tutorial. Covers Globe Control, also globale Kontrolle, Armeen, Provinztypen und Welttechnologien. Mal gucken. Dann launchen wir das auch nochmal. Ne? Da sind wir ja gleich durch. Das geht ja mal flott. Flottikowski. Welcome to the world level. In Empire Earth 3, your plans for world domination are organized from here, and battles are fought over multiple provinces. Oh, das kenne ich auch noch nicht. Continue. Von hier. Aha. In this portion of the tutorial, you will learn about globe control, armies, province types, and world technologies. Mhm. Your efforts thus far have occurred within the confines of a single province of which you are now sole owner. The globe, as you can see, is segmented into many provinces like this one. To rotate the globe, click and hold your left mouse button and drag to spin. Too many points like this one. To rotate the click and hold your left mouse button and drag to spin. Good. All provinces in world domination are designated to one of four types: military, commerce, imperial, or research. Our province has already been assigned as a military type, a military province, which is used to muster and support armies. Military, Native Tribe, alles Native Tribe. Können wir da nochmal rum? Gut. Now click on your province, and then select the flashing icon from your province panel to create an army. Ah, hier. Click to purchase an army for a cost of 2 Imperial, 4 Commerz. Excellent. Our army has been created and is now standing by in Eastern Europe. Below you can see the army creation interface. Here you can customize the contents of your force, or simply use one of the default loadouts. For now, our needs are fairly straightforward, so the default loadout will be fine. Aha, hier kann man also noch sagen, was man alles haben will hier dazu. Und hier kann man Verbesserungen, ach nee, hier kann man bauen. First Army, City Center, Barracks, Stable, Work, Dock. Gut, wir haben also nur die hier, ne? So. Gut, for now our needs are fairly straightforward, so the default loadout will be fine. Continue. With our army now created, take note of the provinces surrounding yours. The icons in those provinces indicate that they are occupied solely by native tribes. Easy pickings for a disciplined force such as ours. Aha, die kann man also leicht pflücken. Gut, ja, die sind alle von Native Tribes, das haben wir ja auch schon gesehen. Now let's issue an order to invade Southern Europe. Select your army by left-clicking it, and then right-click on Southern Europe to move it there. Oh, die ist schon markiert. And then right-click on Southern Europe to move to there. The arrow indicates that you have issued a move order to this army. However, this order will not be executed until you click the Advanced Turn button. Do this now. Der Advanced Turn Button, Advanced Turn, hier. Das beendet den aktuellen Zug und startet den nächsten. Aha, denn werden alle Aktionen ausgeführt, okay. Now you can see your orders being executed, and the army is invading Southern Europe. In World Domination mode, once orders are given, they are all executed simultaneously when the turn is advanced.
Once all conflicts from those orders are resolved, a new turn will begin. Once all conflicts from those orders are resolved, a new turn will begin. Continue. Let's resolve our conflict now. Click in Southern Europe to bring up your options for this battle. Click on Southern Europe. Now choose battle mode, and we will go down to the skirmish level to resolve this conflict. Aha, skirmish level to resolve this conflict. Now choose battle mode. Ach, hier kann man auch canceln und ja, gut. Also automatisch kann man das nicht. So, ja, weiter. Was kommt jetzt? Ach, er lädt jetzt. Enter Provinz. Now we are in Southern Europe, fighting for control of the province. The first thing we'll need to do is set up a base. Select your builders now and construct a city center. Bilder. Sorry, just drill hole in hand. Ouch. Huh? City Center. Barracks. City Center. Dann bauen wir das mal hier. So. Wood smell Na, good. da müssen wir erst ein City Center bauen, okay? Ein City Center haben wir jetzt gleich. Fertig. Und dann? Das dauert ein bisschen länger, ne? Oh. With our base of operations established, we need only to bring to heel the native tribes of this province. March your army on our enemies and wipe them from the earth. Warte mal, dann geht ihr schon mal dahin. I bring round spinning thing with shot edge. Ah, da sieht man die Wegfindung. Die ist ziemlicher Mist. Sorry, just drill hole in hand. Ouch. Tool belt. Jingle, jangle, jingle. Ne. Den muss man die extra anstoßen. So, hier kann ich sie nämlich besser markieren jetzt. Sonst nehme ich die Bilder noch I need mit. to consult my astrologist. So, wo sind denn die Enemies? Da. Was that a black cat? Ist das eine Black Cat? Aber ich dachte, man könnte die auch noch formieren irgendwie so. Aber na gut, das kann man dann ja im Spiel rausfinden. I'll not stop unless I see a penny. My horoscope said I'd face trials today. I'm starting to get annoyed. Supper food. Spear rod, off in his child. Not enough hours in the day. All this killing. Spear rod, off in his child. Das ist ein Arbeiter. Boah, die Dinger, die haut aber hin. Was sind das hier? Oh Naga, die muss ich mir merken. Die fetzen ja ordentlich. You won the battle, the province is yours. Na dann. Well done. We now control Southern Europe. However, it was not without its cost. Our army has taken attrition from its attacks and will be less effective in subsequent battles. Click on your army in Southern Europe now. Click on your army in Southern Europe now. Wo ist denn jetzt? Ist das hier Southern Europe? Southern Europe, ja. You can see that this army's health bar is now reduced, indicating that this army is suffering from attrition. Were you to continue to fight with this army, it would suffer combat penalties in the form of reduced maximum health. Aha. Wenn ich damit weiterkämpfen würde, hier oben, die Gesundheitsleiste ist reduziert, dann sieht es schlecht aus. Ne? So, okay, weiter. Wie kriegen wir die jetzt wieder heile? However, all is not lost. The answer to attrition is simple. Do nothing. Ah, Armies will regain strength if they do not move or fight. aha, wenn die We will nichts want to tun. lose the attrition on our army before we proceed further, so let's leave it where it is for now to rest.
on our army before we proceed further. So let's leave it where it is for now to rest. Okay. Ja, gut, dann lassen wir sie mal, wo sie sind. Und dann füllt sich der Balken alleine wieder. Gut. Even without combat, there is still much to attend to this turn. We have a freshly conquered province. Let's begin there. Select Southern Europe now. With Southern Europe selected, the UI is displayed relevant information on the province. What interests us most are its potential resources. Southern Europe produces far more of the imperial resource than anything else, and is therefore a natural choice to become an imperial province. Imperial provinces allow the owner to accumulate imperial points and produce spies. To make this an imperial province, select the imperial button. Ach ja, da machen wir jetzt eine imperiale Provinz draus und dann können wir Spione produzieren, oder was steht hier oben? Produce spies. Okay. The imperial value of this province. Click to change the province to the designation. Also die hat einen Wert von 4. Okay. Good. Next turn, and for every turn thereafter, this province will produce the indicated amount of imperial points for you. Aha, einmal 4. Jede Runde gibt es 4 Punkte dazu. Ja, das ist Imperial Power. Aha, da gibt es also jede Runde 4 dazu. Nach der nächsten Runde sind es dann 31. Ne, das ist ja... Next, we will explore our available technologies. The technology panel is flashing. Click it now. Ach, hier, guck an. Here you can see the different world techs that are available to research. Ui, das ist The eine one we are Menge. interested in is roads and infrastructure. To research this tech, click the roads and infrastructure button now. Road and Infrastruktur. With that technology purchased, we are free to use it on our provinces. To do this, click the roads and infrastructure icon and hold, dragging it over the province you want. Do this to Eastern Europe now. To do this, click the roads and infrastructure icon and hold, dragging it over the province you want. Do this to Eastern Europe now. Das ist ja hier Eastern Europe, also. Aha. Und da lasse ich dann fallen, ne? Great. This technology will take effect next turn. Now it's time to put this all into action. Click the Advanced Turn button now. Aha. Also da werden die Now Straßen you dann... can see the effects of last turn's actions. Roads and infrastructure have been applied to Eastern Europe, and if you click on your army, you can see that their attrition has diminished. Du kennst sie, aha, die haben sich erholt hier. Jawohl. Und die haben jetzt Straßen gebaut hier, oder was? Sieht man jetzt nicht so wirklich, aber gut. Continue. However, there is unwelcome news from the last turn as well. One of our AI opponents has conquered Scandinavia, a province to the north. Click on Scandinavia now. Russia, Scandinavia. From the info panel for Scandinavia, you can see that it is rich in the research resource. Research provinces are very rare and very important. Owning them gives you the resources you need to epoch up. We will definitely want to capture this. We will definitely want to capture this. Wir wollen uns das aneignen, okay. However, you can see that the enemy army is still guarding this province. That army combined with the local militia would likely be too much for one of our armies to defeat alone. But if we were to team 2 armies together, we'd have a better shot. Aha, wir sollen also mit 2 Armeen angreifen, sonst sind wir zu schwach. To this end, let's create a second army now in Eastern Europe. Ah, hier, da. Click to purchase an army. Also, da kann man 2 Armeen. Now, task both armies to attack Scandinavia. Now task both armies to attack Scandinavia. So. Nee, da sollst du nicht hin. Du sollst hier hin und dich will ich auch noch haben. 2 habe ich jetzt ausgewählt und die sollen jetzt beide dahin. B1. Invading a neutral province is considered as an act of war against the controlling empire. Don't bother me with such petty matters. Ja, okay. So.
Gehen die da jetzt auch beide hin? Ja, wir werden es ja sehen. Also muss ich den auch noch extra anklicken. Finally, advance the turn to execute these attacks. So, okay, dann können wir den schon mal wieder reinschubsen. Ja, das ist mir zu viel. Ja, das sieht man ja gar nichts mehr. Advance the turn to execute these attacks. Die haben aber zwei Wege hier, ne? Oder? Advance turn. Whoop, whoop, whoop. Oh ne, der geht auch gleich. Zack. Excellent. You can see both of our armies made it to Scandinavia in one move, thanks to our roads and infrastructure technology. Ah, Let's die attend to that battle. Straßen. Click on Scandinavia now. You can now see another battle option available, Auto Resolve. When you auto-resolve a battle, the computer determines who has won the battle based on relative army strengths. Click the Auto-Resolve button now. Ah, hier können wir also den Auto-Resolve-Button drücken, dann berechnet der Computer anhand der Stärke der Armeen, wer gewonnen hat. Dann klicken wir mal drauf. Also hier natürlich. Auto-resolve can only be used in conflicts involving enemy AI players. Battles against native tribes must always be resolved using battle mode. Nur wenn man dann gegen einen AI-Player kämpft. Gegen die Tribes muss man das immer zu Fuß machen. Okay, close und continue. Success! We have gained control of the province. Let's now convert it to a research province so we can begin reaping the rewards. With Scandinavia selected, click the Research tab. Da, 4 Stück pro Runde. Well done. You have now learned the basics of world domination. Go forth and conquer. Tada! You have won. So, dann haben wir ja alles durch. Wunderbar. Das ging mal schnell. Und schwer war es ja auch nicht, ne? Also von daher, wisst ihr, was euch erwartet? Ne? Da könnt ihr entweder World Domination, Skirmish, Tutorial oder Bug wählen. Ne? Hier könnt ihr dann in den Multiplayer gehen. Da können wir ja mal reingucken. Warning, before hosting an internet game, please take the following steps to ensure that other players will be able to successfully join your game. Also die Firewall, die muss das durchlassen. Na, da müssen wir den UDP-Traffic auf Port 26.000 freischalten. Wenn wir Network Address Translation nutzen, Home Gateway, Home Router, Home Firewall, you may need to configure it to forward unsolicited UDP Traffic Report. Aha, also der soll ankommenden UDP-Datenverkehr auf Port 26 weiterleiten an unserem PC. Ne? Okay. So, hier können wir also LAN, Internet und Bug. Wir wollen jetzt nicht ins Internet gehen, aber ihr seht also, was da passiert, dass man einen Hinweis kriegt. Port 26.000, UDP. Ne, das ist das Universal Datagram Protocol. Ne? Okay, dann gehen wir zurück. Tutorial haben wir durch. Multiplayer dürfte auch gehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich muss mal gucken, hier den richtigen Knopf drücken. Ja, dann bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder auf diesem Kanal. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und natürlich auch über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.